don't trust the hype. Es gab auch viele Tränen und es war auch viel kalt und nass und Verzweiflung, teilweise irgendwo. Einfach ungemütlich. Ungemütlich. Ja. Es gibt diese Tage und auch nach all den Monaten, es gibt sie immer noch, nicht mehr so häufig, aber sie sind da und man lernt damit umzugehen und ich glaube, das hat eben sehr positiv sich dann am Ende ausgewirkt, dass man so ein bisschen, ja, man kriegt so ein dickeres Fell. Wir sind Alex und Julius. Und seit 6 Monaten unterwegs mit diesem wunderschönen Bus auf den Kanal. See the light of the stars, hear the sound of the unseen in the empty fall. Wir sind gerade in einem 508 Mercedes und das ist unser Zuhause. Es ist ein Bus aus 86 und er ist also ein historisches Fahrzeug, ein Oldtimer sozusagen. Ich habe ein großes Herz für Antiquitäten. Und als ich das Auto gekauft hatte vor 2 Jahren, war für mich ganz klar, dass ich gerne diese Liebe für alte Möbel, Möbel aus altem Holz, Steckmöbel vor allem auch überwiegend hier einbauen möchte. Und er auch keine neuen Materialien verwenden wollte, um das Ganze auch so ein bisschen ja, mit Gegenständen mit Seele auszubauen. Wir haben keinen Kühlschrank, wir haben eine Kühlbox, die ist hier unten verbaut. Und das ist der Küchenschrank. Und dort befinden sich Töpfe und Öle und Tassen und alle möglichen Sachen, die wir fürs Kochen benötigen. Auf der rechten Seite ist dann die Gasflasche. Und mit der ganzen Gasleistung, Mülleimer und so weiter und so fort. Genau, das ist eigentlich die kleine Küche. Das ist auch alles. Mehr haben wir festgestellt, brauchen wir eigentlich gar nicht. Als wir angefangen haben, den Bus zu packen. Ja. Und natürlich hat jeder so seine kleinen Favorites, die irgendwie so ja. mit sollten. Und in den Wohnungen wurde heiß diskutiert, ob dies oder jenes dann doch vielleicht noch seinen rechtmäßigen Platz im Bus hat. Ja, weil und dann jeder hatte eine eigene Wohnung. Also es ist jetzt nicht so WG-Zimmer, sondern es ist eine komplette, ausgestattete Wohnung. Julius als auch meine. Und das war dann 2 Wohnungen auflösen und auf 6 Quadratmeter bringen. Und da wurden Kisten oft zum Bus. Und dann U-Turn und wieder zurück. Dann war der Realitätscheck da. Ja, der war echt hart. Dass man ja. diese Tüten in den Bus laden wollte und festgestellt hat, it's not working. Das passt nicht. Nee, und da war viel Loslassen. Loslassen von Items, von Dingen, Materielles, alles, woran man festhält, um Sicherheit und Komfort zu empfinden irgendwie. So ganz viele Dinge, die unbedingt mit müssen, weil ohne kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und dann aber doch ging man mit der Kiste gefühlt direkt wieder zurück in die Wohnung. Und sie ist in den Keller gekommen. Weil es war wirklich runterbrechen, runterbrechen, runterbrechen. Und das war auf beiden Seiten ein sehr lustiger, aber auch manchmal ja, holpriger Weg. Ja, weil es war so, okay, also das nehme ich jetzt alles nicht mit. Was nehme ich denn wirklich dann mit? Oder was brauche ich überhaupt eigentlich? Ich glaube, die Frage ist wirklich extrem spannend. Ja. Und diese Reise hat uns auch gezeigt, dass selbst in diesen 6 Quadratmetern finden sich noch einige Sachen, die wir noch gar nicht benutzt haben. Nee, wir haben vor einer Woche eine Kiste haben wir so eine große Kiste voll Sachen wieder in die Heimat geschickt, weil wir gemerkt haben, da waren auch noch so ein paar Wintersachen dabei, aber trotzdem waren da auch echt viele Sachen dabei, die haben wir einfach nicht gebraucht. Das Badezimmer ist auch eine Herausforderung gewesen, da ich kein normales Waschbecken haben wollte.
Es sollte auf jeden Fall auch ein Waschbecken aus altem Messing sein und am besten eine Schale. Und es gibt die, wenn, dann meistens immer neu. Und das wollte ich auch nicht unbedingt etwas Neues kaufen. Und daher habe ich über eBay Kleinanzeigen ganz viele alte Messingartikel gefunden und die Schale auch selbst gebaut, letztendlich Löcher reingebohrt, mit einem passenden Bootssiphon versehen und dann in das Holz eingesetzt. Die Abgrenzungen zum Beispiel hier von dem Waschtisch sind alte Berliner Teppichstangen, die man damals in den Altbauhäusern, in den Treppenhäusern eingespannt hat, um die Teppiche an den Treppen festzumachen. Und die Lampe ist auch aus 30er oder 40er Jahren. Das ist eine alte Bootslampe zum Beispiel. Und das ist ein ganz altes Stöfchen aus Ostfriesland, ein ganz, ganz typische alte Stöfchen aus Ostfriesland. Also eigentlich fast alles, was man hier im Bus findet, sind Antiquitäten, antike Messingware oder auch antike Möbelstücke. Dieser Schrank unter dem Badezimmerschrank ist aus den 60er Jahren zum Beispiel. Genau, das ist ein alter Spiegelschrank, also die Goldschmied-Arbeitsfläche ist eigentlich ein alter Spiegelschrank, auch aus den 50er oder 60er Jahren. Wir haben unsere Jobs nicht gekündigt und sind nicht einfach mit Ersparnissen sozusagen losgefahren, wie man das öfters auch hört, wenn man andere Reisende, auf diesem Wege Reisende trifft. Wir haben unsere Jobs mitgenommen in diesem Bus. Das hat auch den Ausbau von diesem Bus sehr stark beeinflusst, da wir beide online arbeiten und eine stabile Internetverbindung als auch Energie benötigen, um halt unsere Arbeit ausführen zu können. Hier in der Zweiraumwohnung gibt es den vorderen Teil, Fahrerkabine, aber auch mein Büro. Hier sitze ich normalerweise von frühmorgens bis dann irgendwann frühen Nachmittag, späten Nachmittag, je nachdem. Meistens habe ich hier meinen Laptop. Ich habe noch hier drin eine Art von Stativ, worauf ich meinen Laptop stellen kann. Und ja, ich glaube, das ist so das Büro mit einem der vielseitigsten Ausblicke, die ich bis jetzt so kennengelernt habe. Ich unterrichte Designsoftware online, unterschiedliche Software es ist eine Designakademie, eine Online-Akademie und es sind viele Leute im Raum und die muss man dann halt auch natürlich wochenlang, täglich 8 Stunden lang begleiten und ihnen etwas auch Wissen in diesem Sinne weitergeben. Und wir haben am Anfang auf der Reise auch beide Vollzeit gearbeitet. Das hat sehr viel Kraft gekostet, auch überhaupt diese Fahrt in den Süden mit der gleichzeitig jeden Tag anstehenden Arbeit zu kombinieren. Ja. Wir haben am Anfang echt eine Weile gebraucht, um überhaupt in diesen Flow reinzukommen, weil den ganzen Tag arbeiten und dann abends fahren, mehrere Stunden, war echt sehr, sehr anstrengend. Nur am Wochenende fahren würde bedeuten, wir kommen viel zu langsam runter. Das heißt, man musste da irgendwie so einen Rhythmus finden, arbeiten und fahren gleichzeitig. Das war eine echte Herausforderung am Anfang. Diese Wand hier ist also die ist isoliert, aber bietet auch einen ziemlich guten Schallschutz. Das heißt, wir können beide in Videokonferenzen sein, Telefonate führen oder auch einfach sogar Musik hören, ohne dass wir einander jetzt großartig dabei stören, was der andere macht. Und dadurch ist es überhaupt möglich, so gerade unterwegs zu sein, wie wir unterwegs sind. Das ist meine Goldschmied-Werkbank. An diesem Platz arbeite ich und schmiede Schmuck aus Metallen,
Silber, Gold, ebenfalls auch Haarschmuck aus Makramee. Und das ist also der kleine Working Space, den habe ich auch noch aus Berlin mitgenommen. Das war auch mein Arbeitsplatz und den wollte ich sehr, sehr gerne mitnehmen, weil hier ja, wird kreiert und konzipiert und fleißig gearbeitet. Und daher ist die Werkbank mitgekommen und ist an dieser Stelle eingebaut worden. Hier ist das Werkzeug drin und auch die Materialien, die ich benutze. Von der Gasflasche ziehe ich mir auch einen Schlauch, um hier mit Metall zu arbeiten. Und hier sind die ganzen auch einzelnen Sachen, die ich brauche, um eben an diesem Tisch zu arbeiten. Und genau, ja, das ganze Werkzeug und so weiter. Hier ist auch nochmal ein bisschen Werkzeug und das ist also einer der Arbeitsplätze. Freunde haben echt gefehlt. Also ja, wir haben in Berlin einen sehr innigen Freundeskreis und wir haben auch, also abgesehen von einfach der Freundschaft, wir machen viel zusammen, wir machen Feuershows zusammen auf Festivals, das sind unsere Feuerkompanen sozusagen. Wir haben eine richtige Crew und da ist auch so wirklich dieses Crew-Love angesagt und die haben wir hinter uns gelassen. Da blutete uns echt oftmals das Herz, weil wir sie einfach sehr vermisst haben. Und wir haben uns beide zwar auf die Arbeit konzentriert und auch auf kreative Dinge. Ich bin auch Goldschmied nebenbei und habe mich auch sehr viel aufs Kreieren neuer Sachen fokussiert, aber dieses Soziale hat nach ein paar Monaten dann doch sehr gefehlt und wir hatten dann Zoom-Meetings mit den Freunden und so weiter. Also die würde man dann doch sehr gerne irgendwie mitnehmen und wenn man dann sich aber abseilt und cutting loose so ein bisschen, dann begibt man sich auch in gewissermaßen in so eine Solitude. Ne? Also es ist halt, ich würde es nicht Einsamkeit nennen, weil das ist ja einerseits auch sehr gewollt, sich alleine auf so eine Reise zu begeben, aber es ist auch viel mit sich. Es ist wichtig, aber manchmal möchte man natürlich auch seine Ängsten, Partners in Crime dabei haben. So. Und das fehlt auf jeden Fall ganz stark. Ja. Der Bus ist für uns auch in gewisser Weise eine Zweiraumwohnung mit Balkon. Wir haben das kleine Büro hier vorne, hinten unseren Lebensraum, Schlafzimmer, Wohnzimmer in einem und oben aber natürlich auch eine Dachterrasse. Und diese Dachterrasse ist uns erst kurz vor der Fahrt, ja, ich will nicht sagen in die Hände gefallen, aber wir haben festgestellt, dass wir recht große Solarpanels auf das Dach montieren müssen. Und mit der Hilfe von Freunden von uns und aber auch eigener Arbeit, natürlich der Großteil von den beiden, die das aufgebaut haben, haben wir diese Dachterrasse auf den Bus bekommen. Und da ist ein wundervoller Frühstücksort, aber auch mal ein Ort entstanden, wo man ganze Tage drauf verbringen kann oder mal eine Nacht oben schlafen kann. Ich finde es ja, grandios, wie bis jetzt einfach diese Reise gelaufen ist. Also so viel, ja, so viel gelacht, viel gelacht, so viel geweint. Also es wurde viel gelacht, viel geweint. Ja. Aber es wird gemeinsam gemacht und ich glaube, das ist gemeinsam ein ganz geweint und gemeinsam gelacht. Wichtiger Punkt. Und falls es dann mal so ist, dass man das Gefühl hat, so und jetzt brauche ich irgendwie mal einen Nachmittag, dann ist das halt, oder mal, ne, so, ich muss jetzt mal was alleine machen, dann ist das auch etwas, was durch diese starke und auch tiefergehende Kommunikation nicht übel genommen wird oder nicht irgendwo auch in den falschen Kanal reingerät, sondern es ist dann einfach, ja klar, los geht's. Wir sehen uns heute Abend und das passt. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da viel kommunizieren. Also ich glaube, das ist so der wichtigste Part. Also dann funktioniert es. Aber das heißt halt auch über Sachen reden, die einem vielleicht mal unangenehm sind oder die einem nicht passen oder also das heißt diese starke Ehrlichkeit auch sich selbst gegenüber. Radikale Ehrlichkeit, ja. Voll. Das kann ich nicht, damit komme ich klar, damit komme ich nicht klar. Super wichtig.
sonst wird es auf 6 Quadratmetern schnell ziemlich eng. So, die Toilette ist was ganz Besonderes hier im Auto, weil sie entstand inspiriert durch die vielen, vielen Jahre Struggle auf Festivals, besonders als Frau. Auf Toilette gehen, 1 Stunde anstehen beim Festival und auch nicht die Möglichkeit zu haben, irgendwo mal eben schnell Pipi machen zu können, habe ich mich vor einigen Jahren auf der Fusion von den Fusionellas inspirieren lassen. Das ist so eine Pinkelwanne. Ne? Das ist praktisch wie so ein, aus Papier oder aus Plastik gibt es die auch, die kann man sich ansetzen und genauso wie ein Mann im Stehen einfach mal schnell irgendwo pinkeln gehen oder bei den Pissoirs zum Beispiel auf den Festivals. So, das ist also die Toilette. Es ist im Grunde genommen einfach nur ein 5-Liter-Kanister, den ich umgebaut habe in ein kleines Pissoir für uns beide dann auch. Es gibt hier einen kleinen Entlüfter. Es gibt hier einmal einen Schlauch, der sitzt hier in einer Schale, die eben mit einer Watte versehen ist, damit der Geruch nicht entweichen kann und damit es halt auch, wenn wir fahren, auch schön safe ist. Dann gibt es den Schlauch, der dadurch, dass er eben eine bestimmte Spannung hat, oben bleibt, wenn man ihn hier anlegt. Und es gibt also eine kleine Pinkelwanne. Die stecken wir einfach hier rein und können dann beide pinkeln in diese Toilette. Und wenn wir fertig sind, dann nehmen wir sie einfach ab, spülen sie einfach aus, legen sie hier rein und dann kommt der Schlauch als auch der Deckel für den Entlüfter einfach wieder drauf. That's it. Was natürlich ein ganz wichtiger Part auch in diesem nicht oder was vorher in den Erwartungen nicht mit einberechnet wurde, war natürlich der Punkt, dass das Leben, wie es jetzt gerade ist, natürlich viel mehr Organisation erfordert. Also in einer Berliner Wohnung geht das Wasser nicht alle. Oder der Abwasserkanister ist nicht voll. Oder man kann jederzeit waschen, wenn man möchte. Man kann jederzeit ohne waschen. Darüber nachzudenken. Genau. Und somit gibt es halt bestimmte Themen, die wöchentlich oder also sag mal in regelmäßigen Abständen anstehen und die man in das tägliche oder beziehungsweise in den Alltag mit einbeziehen muss. Und diese Themen hatten wir auf jeden Fall nicht nicht so stark auf dem Schirm, wie viel Zeit das eigentlich in Anspruch nimmt. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wir erstmal so einen Monat, 1,5 auch diese Eingewöhnungszeit brauchten, um festzustellen, okay, so kriegen wir den Bus schnell fertig gemacht, also fahrbereit. So lange hält der Wassertank, dann müssten wir mal wieder einkaufen. Eine gewisse Routine, genau, ja. Die dann auch in solch einem, sagen wir mal, recht unroutiniert erscheinenden Lebensstil dann irgendwann aber eintrifft. Und Routine ist in diesem Sinne für mich das erste Mal etwas sehr Positives auch gewesen, weil in Berlin in einer Wohnung routinierter Alltag hat dann eher ein träges Gefühl generiert, besonders dann in den weniger bereichernden Monaten des Jahres. In einem Bus, der konstant sich auch von A nach B bewegt, also ein wanderndes Haus, war eine gesunde Routine sehr willkommen nach einigen Monaten. Das war dann klar, okay, da sind 6 Tage vorbei, der Tank ist leer, wir müssen jetzt los. Oder, hey, ich habe nur noch eine Unterhose. Ich glaube, es ist Zeit. Einmal zum Waschsalon zu fahren. Einmal zum Waschsalon. Und wir haben auch zum Beispiel gelernt, diese To-Dos mit schönen Dingen zu kombinieren. Genau. Es ist zum Beispiel jetzt so, dass wenn die Unterhose halt die letzte auch weg ist, dass wir dann losfahren zum Waschsalon, verbinden das aber mit Ausgehen zum Essen zum Beispiel. Dann wird die Wäsche reingeschmissen, es dauert dann 1 Stunde oder 1,5. Wir waschen dann echt einmal alles. Genau, wir werfen einfach alles rein und während wir schon über das natürlich Navigieren schauen, okay, da ist der Waschsalon, da ist ein schönes Restaurant, da gehen wir dahin und das ist dann so Wasch/Date-Night. Irgendwie sowas. Und das wird also immer, davor war das immer so, oh scheiße, wir müssen jetzt schon wieder waschen, ist schon wieder, der Tank ist schon wieder leer und wir müssen schon wieder diese ganzen Erledigungen machen. Und jetzt ist es so, hey, wir müssen waschen. Ja, was gehen wir denn essen? Genau, wo geht's hin? Von daher, you learn to master everything. Es braucht einfach Zeit und ich glaube für mich persönlich war der Umstieg von stationär Wohnung Berlin in ein wanderndes Haus Geduld.
Geduld war so sehr gefragt wie noch nie zuvor. Und für mich war das eigentlich immer eher ein Fremdwort. Und jetzt wird alles mit Leichtigkeit und mit viel mehr Humor genommen, wenn dann irgendwie das Wasser wieder irgendwo tropft. Und man weiß nicht, wo es herkommt. Das ist einfach tatsächlich ziemlich einfacher Bau. Holzplatten auf einem Holzrahmen verbaut. Also eine sehr einfache Konstruktion, dennoch sehr stabil. Das Bett kann man weder zusammenklappen, noch ist es irgendwie, es ist Sofa und Wohnraum und Schlafzimmer gleichzeitig. Deswegen decken wir das auch immer mit einer Tagesdecke zu, besonders wegen dem Hund auch, weil der ganz gern auch mit uns mal aufs Bett kommt. Es ist nicht sehr groß, es ist 1,40, 1,60 breit. Ich bin recht bewandert in Arbeit mit Holz und Metall. Nähen ist auf jeden Fall ein ziemliches Fremdwort für mich gewesen. Und da ich gerne so ein Gypsy-Wagon-Dach haben wollte mit Stoff, habe ich dann meine Mama ins Boot geholt, weil die hatte auf jeden Fall einen Plan von der Nähmaschine und hat sich da mit mir echt mit Herz und Blut hingesetzt und hat mit mir 3 Tage dieses Dach genäht. Das ist Theatersamt, also es ist 100%ige Baumwolle, dadurch ist dieser Samt sehr, sehr schwer. Also es ist keine Synthetik, es gibt generell eigentlich hier nichts aus Synthetik. Und der Samt ist auch eine ziemliche Herausforderung beim Nähen, weil die Fasern, die stehen halt recht hoch ab. Und wenn man anfängt, Samtstücke zusammenzulegen, dann wandern die Fasern entweder nach links oder rechts. Und es ist ziemlich schwierig, eine gerade Naht hinzubekommen. Vor allem, glaube ich, das Witzigste von allem war das Anbringen von diesem Dach, weil wir das über Kopf gemacht haben. Das heißt, wir lagen hier wirklich zu zweit auf dem Bett. Mit Einsatz mit Bein und Arm, weil man muss sich das vorstellen, man muss ja das Dach irgendwie nach oben kriegen und es fällt auf einen runter von überall, es ist super schwer. Das war eine Odyssee. Das mache ich nicht nochmal. Menschen tendieren sehr häufig dazu, ihre Ängste auf einen zu übertragen. Geht häufig sogar so weit, dass sie versuchen, es einem auszureden. Das hatte ich zum Beispiel ganz häufig. Es fing mit meinen Eltern an, die total sich an den Kopf gepasst haben. Oh mein Gott, wozu brauchst du jetzt einen Bus und wo fährst du überhaupt hin? Und jetzt mittlerweile sind sie fasziniert und freuen sich sehr für uns und unterstützen das Ganze sehr. Und ich glaube, das ist halt immer diese erste Hürde, etwas zu tun, was nicht unbedingt gewöhnlich ist oder was nicht unbedingt genau im Strom liegt. Und da bin ich sehr häufig auf Resistenz gestoßen. Also Resistenz zu dieser Idee, zu diesem Traum. Und das hätte mich auch verunsichern können. Und das hat natürlich viele Fragen aufgestellt, aber ich bin der Meinung, dass wenn man wirklich etwas möchte, so wirklich vom Herzen etwas möchte, dann sollte man einfach machen.